Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es nochmal um den Audi, genauer gesagt hier hinten um die Heckklappe. Ich hatte ja, als ich das Fahrzeug das erste Mal vorgestellt habe, bereits erwähnt, dass manchmal die Heckklappe nicht sauber öffnet. Bedeutet, wenn ihr jetzt unten die Heckklappe versucht zu öffnen, dann will die nicht richtig aufgehen und dann versucht die Zuziehautomatik auch gleich wieder die Heckklappe zu schließen. Die Problematik ist insgesamt besser geworden, bedeutet, er macht das nicht mehr so häufig. Allerdings kommt es eben ab und an immer noch vor. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, woran es liegen kann. Einerseits die Dämpfer, das ist das, was ich heute als erstes probiere, weil es die einfachere Möglichkeit von beiden ist. Oder aber es sind die Motoren, hier sind so Stellmotoren drin, die die Heckklappe eben öffnen und schließen bzw. dabei unterstützen, besonders bei der Zuziehautomatik. Und ja, bevor ich jetzt mich hier an die Motoren mache, die habe ich zwar auch schon gebraucht besorgt. Wie gesagt, das ist aber mehr Aufwand, da muss auch der Himmel ein bisschen abgesenkt werden, damit man hier rankommt. Die sind hier hinten drin verbaut. Probiere ich es jetzt heute erstmal mit den Dämpfern. Da wieder ein kleiner Hinweis. Ich hatte zuerst Dämpfer bestellt über eBay und das hier sind die Dämpfer, die über eBay kamen. Und da muss ich natürlich sagen, die Erfahrung war wie so häufig, auch das letzte Mal, als ich Antriebswellen bestellt habe über eBay. Die Verkäufer sagen einem, das passt für das Fahrzeug. In der Artikelbeschreibung steht, es passt für das Fahrzeug. Und wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, das ist der eBay-Dämpfer, den ich bekommen habe. Er ist natürlich deutlich kürzer. Völliger Schwachsinn, ne? Auch da wieder gleiche Thematik. Verkäufer geschrieben, er besteht darauf, dass das passen soll. Völliger Quatsch. Also man kann natürlich auch Glück haben bei eBay, aber aus meiner Erfahrung, also ich hatte bisher immer nur Pech. Deswegen kauft am besten bei Audi direkt die Ersatzteile. Das habe ich jetzt hier im zweiten Schritt gemacht. Und dann bekommt man eben einen entsprechenden Dämpfer in der richtigen Spezifikation, sprich in der richtigen Länge, der wirklich identisch zu dem Dämpfer ist, der hier am Fahrzeug verbaut wurde. Und ja, deswegen, also am besten gleich bei Audi bestellen, kostet tatsächlich unwesentlich mehr und ihr habt diesen Stress nicht. Dann, was ihr braucht, einen Schraubenzieher, um hier diese Splinte, das zeige ich euch gleich im Detail, diese Splinte zu lösen. Und was auch wichtig ist, denn sobald ihr einen Dämpfer entfernt, die Heckklappe ist sehr schwer, sackt das Ganze ab. Damit das nicht passiert, beziehungsweise euch das nicht auf den Kopf fällt und ihr das nicht mit dem Kopf jonglieren müsst, habe ich jetzt hier so eine, in dem Fall ist es eine Stativstange und die werde ich jetzt ein bisschen kürzer machen und dann kommt hier oben setze ich ein Gummistückchen drauf, die wird dann den Kofferraumdeckel stabilisieren, sodass der eben nicht absackt. Ich bereite das jetzt alles vor und dann zeige ich euch in einer Aufnahme, wie ich den Haubendämpfer oder den Heckklappendämpfer eben entsprechend tausche. So, ihr seht jetzt, ich habe hier die Heckklappe entsprechend mit diesem Stativ gestützt. Das Stativ steht hinten im Kofferraum. Hier habe ich jetzt so einen großen Gummi drunter gelegt, um das Ganze ein bisschen krafttechnisch zu verteilen. Im Idealfall funktioniert das jetzt, das werde ich gleich merken, wie sehr sich der Gummi hier in diesen Anschluss von dem Stativkopf da rein drückt, aber es sollte eigentlich reichen, damit die Heckklappe nicht absackt. Falls sie es doch tut, stelle ich mich einfach mit meinem Kopf drunter. Mal schauen. So, jetzt organisiere ich mir ein paar Handschuhe. Ich werde ihn zuerst hier oben lösen. Ich muss ihn ja nicht gleich ganz rausnehmen, damit ihr den Mechanismus oder das Prinzip einmal gesehen habt. Man kann hier jetzt sozusagen unter diesen Splint mit dem Schraubenzieher gehen, den Splint so raushebeln oder diese Klammer, nachdem wie man das nennen möchte. Geht relativ einfach und dann fällt sie auch schon weg. So sieht diese Klammer aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier im Video gut sieht. Ich nehme mal den Handschuh weg, haben wir ein bisschen Kontrast. So sieht diese Klammer aus. Die umschließt einfach diesen Dämpfer und sichert den. Die Klammer entferne ich jetzt auch unten am Dämpfer. Das ist jetzt der untere Dämpfer, den ihr hier seht. Und hier mache ich jetzt dasselbe. Hebel ich so ein bisschen drunter. Und habe dann die Klammer hier rausgelöst, ne, wie oben auch. Jetzt kommt der spannende Teil, wo ich den Dämpfer tausche und jetzt wird es eben spannend,
ob die Konstruktion, die ich gemacht habe, hält. Ich stelle mich jetzt mit dem Kopf schon mal drunter, um hier gegebenenfalls, falls es absackt, das Ganze abfangen zu können. Jetzt am besten mit der einen Hand das erstmal sichern und das dann hier zur Seite rausdrücken. So, jetzt habe ich die Kamera umpositioniert. Wie gesagt, hier das oben mit der Hand sichern und dann hoffen, dass meine Konstruktion hält. So viel zu der Konstruktion. So, der Dämpfer ist hier raus, hier auch raus. Jetzt muss ich noch mal schauen, dass ich diese Stütze hier befestigt bekomme. Denn mit einer Hand halten und gleichzeitig den neuen Dämpfer einsetzen ist schwierig. Ja, das funktioniert, das hält jetzt. Jetzt nehme ich mir den neuen Dämpfer. Da ist jetzt der Splint hier schon dran. Ich sollte jetzt eigentlich in der Lage sein, das wird wahrscheinlich nicht klappen, ich muss den danach einsetzen. Also hier muss ich jetzt auch den Splint erst wieder einmal lösen. So, ich habe den Splint jetzt nicht ganz weggemacht, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, nur so ein bisschen angelöst. Ich hoffe, dass ich ihn dann hier leichter wieder befestigt bekomme. Wunderbar, dann ist der schon eingerastet. Das gleiche mache ich jetzt hier unten. Ich löse den nicht ganz, sondern hole den hier nur so ein bisschen raus. Dass der hier so, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, dass der hier so ein bisschen schräg sitzt. Okay, jetzt ist der Heckdeckel tatsächlich ein bisschen zu hoch. Da muss ich hier die Konstruktion doch noch mal lösen. Den Heckdeckel mal minimal ablassen, damit ich hier unten... Fantastisch. Jetzt ist der natürlich... Wann funktioniert schon mal was nach Plan? Jetzt ist natürlich der Splint da unten wieder rüber gerutscht. Also ihr seht schon, eine zweite Person ist auch hier bei der Arbeit nicht schlecht, aber es geht auch ohne. So, ich habe den Splint oder diesen Sicherungsring wieder ein bisschen rausgeholt. Jetzt lasse ich den Heckdeckel wieder ein bisschen vorsichtig ab. Und versuche das Ganze hier unten einzuhängen. Ihr seht das jetzt nicht, müssen wir jetzt vertrauen. So, da sitzt. Verriegelung auch drin. Perfekt, damit ist der erste Dämpfer getauscht. Ich zeige euch jetzt einmal hier unten die Seite. So, wie ihr jetzt sehen könnt, hier ist, wie gesagt, auch der Kopf von dem Dämpfer wieder eingerastet. Die Klammer sitzt. Genauso auch oben sitzt die Klammer und das gleiche mache ich jetzt einmal auf der anderen Seite. So, da ihr jetzt die eine Seite gesehen habt und ich auch ein bisschen was erklärt habe, mache ich jetzt noch die andere Seite. Das heißt, von euch aus gesehen, diese Seite mache ich jetzt noch. Da werde ich aber nicht reinquatschen. Ich lasse jetzt einfach das Video laufen, mache dann vielleicht ein bisschen Musik drunter und zeige euch den Prozess so nochmal. So, ich habe jetzt beide Seiten gewechselt. Bei der Seite war diese Klammer echt störrisch. Normalerweise mache ich das nicht und ich würde das jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, aber ihr könnt die natürlich hier auch ranklipsen, indem ihr die Klammer dran lasst. Ich mache es aber lieber immer so, dass ich die Klammer leicht rausziehe, sie dann ansetze und dann die Klammer einschnappen lasse. Aus dem einfachen Grund, weil es halt immer die Gefahr besteht, dass die Klammer sich ein bisschen verbiegt und dann sitzt das nicht so gut, aber
Der hat mich echt genervt, das heißt, hier habe ich es einfach nur drauf gedrückt. Es geht auch. Jetzt hebe ich das Ganze ein bisschen an, damit ich hier oben mein Gummiteil wieder wegnehmen kann. Dann nehme ich hier die Stütze raus. Dann schauen wir mal. Also die Klappe hält schon mal. Jetzt probiere ich einmal, was die Zuzieh-Elektronik sagt. Die ist noch nicht so happy. Mal ein bisschen hier die Spannung rausgenommen. Nochmal die Zuzieh-Elektronik. Nee, wahrscheinlich sind die jetzt einfach zu fest. Ich mache die jetzt einmal manuell zu. Also den Kofferraum hat er jetzt geschlossen. Jetzt probiere ich es nochmal zu öffnen. Das geht jetzt schon mal deutlich leichter. Wo er jetzt ein bisschen Problem hat, ist beim automatischen Schließen. Das deutet aber auch darauf hin, also dass zum einen schon die Dämpfer nicht mehr stark genug waren, denn beim Öffnen hat es sich jetzt sehr gut angefühlt. So gut fühlte er sich sonst nie an. Sonst hat er eben nie richtig geöffnet und immer gleich wieder zugezogen. Aber ich glaube, beim Zuziehen habe ich jetzt ein Problem. Ja, da reicht ihm jetzt die Kraft nicht. Gut, dann muss man jetzt eben manuell schließen. Das klappt, das Verriegeln. Öffnen geht auch butterweich. Also das funktioniert jetzt, nur das Schließen, das muss ich dann eben manuell machen. So, Moment, Video noch nicht zu Ende. Mir ist gerade noch was aufgefallen, und zwar was Interessantes. Ich mal kurz gucken, ob ihr das auch sehen könnt. Genau, ich halte das jetzt mal im Vergleich hin. Dieser Dämpfer hier, das ist der Originaldämpfer, der ist hier oben leicht geknickt. Und zwar, ich weiß nicht, wie man das jetzt am besten zeigen soll. So, glaube ich, könnte man das gut sehen. Der ist nicht ganz gerade, der ist so leicht schräg nach hinten gekippt. Das ist dieser Dämpfer, ich habe das wie gesagt bei Audi bestellt, das ist dieser Ersatzdämpfer von Magnet Marelli, aber nicht. Und ich glaube, dass das das Problem ist, denn dadurch verändert sich natürlich der Winkel, in dem der Dämpfer sitzt, und das kann eigentlich nicht stimmen. Das heißt, ich werde jetzt die Zubehördämpfer von Audi wieder ausbauen. Ich werde nochmal mit Audi sprechen. Ich habe mir hier die Nummer abfotografiert, die auf dem Dämpfer steht, gebe das nochmal direkt an Audi durch, sage auch, dass hier eben, wie gesagt, da das Ganze verspannt und nicht sauber funktioniert, denn also das macht mir nicht den Eindruck, als ob das der richtige Dämpfer ist. Vielleicht ging ja auch da mal was schief. Das kann ja nicht immer nur bei eBay was schief gehen, kann ja auch mal beim Originalhersteller was schief gehen. Das heißt, den Zubehördämpfer baue ich jetzt wieder aus, baue wieder den Originaldämpfer ein, informiere mich nochmal bei Audi, und sobald ich irgendwas Neues weiß, gebe ich euch wieder Bescheid. Bedeutet allerdings auch, dass natürlich die Heckklappe weiterhin ein bisschen schlecht öffnen wird. Aber das ist mir lieber als hier dieser verspannte Zustand. Denn wie gesagt, beim Schließen, das knackst ja auch. Und durch das Fetten hat sich das auch nicht verändert. Das deutet alles für mich darauf hin. Plus diese Geschichte, dass das hier oben gerade ist und bei dem Originaldämpfer angewinkelt, sind für mich alles Zeichen, dass das einfach nicht das richtige Teil ist. Ist leider so. Ihr kennt das ja schon. Ist immer ein bisschen schwierig irgendwie bei den Fahrzeugen. Trotz Fahrgestellnummer, Durchgabe bekommt man nicht immer die passenden Teile. Ja. So, jetzt war es das aber im Video. Ich hoffe, wie gesagt, es war trotzdem was Hilfreiches für euch dabei. Und sobald ich hier ein Update habe, gebe ich euch das durch, packe euch dann auch Links in die Beschreibung oder die Info, wo ihr die richtigen Teile bekommt. Das hier war auf jeden Fall nicht das richtige Teil, deswegen packe ich euch das auch nicht in die Beschreibung. Also dann, bis zum nächsten Video. Ciao.